Es ist ja nichts Neues, dass du als EU-Bürger in allen 27 EU-Ländern leben kannst und auch in der Schweiz. Aber hast du gewusst, dass es weltweit 10 Regionen verschiedener Länder gibt, wo das Gleiche gilt? Wo du also auch mit einer Nationalität dann in verschiedenen anderen Ländern wohnen kannst. Diese 10 Regionen wollen wir uns heute einmal anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Zunächst mal schauen wir uns hier die Regionen auf einer Übersichtskarte an. 10 sind es insgesamt. Hier ist Europa, die Europäische Union. Und dann haben wir noch 9 weitere Regionen weltweit, die wir uns jetzt einmal anschauen werden. Ich werde jetzt nicht über die Europäische Union sprechen und die Länder der EU aufzählen. Diese kennst du selbst, sondern ich werde direkt zur nächsten Region springen. Die nächste Region in unserer Liste ist Mercosur, RA. Das ist also natürlich in Südamerika. Länder dieses Blocks sind Argentinien, Bolivien tritt gerade bei, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Peru, Paraguay und Uruguay. Obwohl diese Länder hier Mitglieder von Mercosur sind, solltest du beachten, dass nicht alle hier Freizügigkeit erlauben. Nicht alle haben der Freizügigkeit zugestimmt. Venezuela momentan hat die Mitgliedschaft ausgesetzt, aber ansonsten kannst du mit einem Pass dieser Länder hier in allen anderen Ländern leben. Das kann besonders auch für dich natürlich attraktiv sein, denn es ist ja relativ einfach, in diesen südamerikanischen Ländern einen Pass zu bekommen. Man denke nur an Argentinien und das ist eben dann der Vorteil. Du kannst dann nicht nur in Argentinien leben, zum Beispiel als Plan B, sondern könntest damit auch in den anderen Ländern leben. Insgesamt ist Mercosur ziemlich groß, also 9 Staaten, eine Bevölkerung von 404 Millionen Menschen, aber nur 4% des weltweiten Bruttosozialprodukts wird hier produziert. Kommen wir zum nächsten Block und das ist CARICOM CSME. Dieser Block besteht aus 12 Ländern und das sind Antigua und Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad und Tobago. Wenn du unseren Kanal hier öfter anschaust, dann wirst du erkennen, dass hier auch die Inseln drin sind, bei denen man ja relativ einfach diese karibischen Staatsbürgerschaften per Investition kaufen kann. Und wie du jetzt siehst, ist der Vorteil auch dieser Staatsbürgerschaften, einer der Vorteile, dass du eben dann nicht nur auf dieser kleinen Insel leben kannst, von der du den Pass hier erworben hast, sondern eben auch in diesen 12 Ländern. Unter der Annahme, dass du jetzt nicht ungelernt bist, also ungelernte Arbeitskräfte genießen keine Personenfreizügigkeit, die anderen aber schon. Kommen wir zu unserem nächsten Block. Gulf Cooperation Council GCC. Mitglieder sind Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Nun, es ist relativ unwahrscheinlich, dass du eine Staatsbürgerschaft hier in diesen Ländern erwirbst. Das ist nicht gerade einfach. Es ist zwar relativ einfach, hier
die sogenannte Permanent Residence, also die Daueraufenthaltsgenehmigung zu erhalten, aber eben nicht die Staatsbürgerschaft. Kommen wir zu unserem nächsten Block, Nordic Passport Union NPU. Hier geht es um Skandinavien, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Das meiste sind zwar sowieso EU-Länder, das heißt, die EU-Bürger können ja sowieso überall wohnen, nicht aber natürlich Norwegen. Aber wenn du eben Skandinavier bist, dann kannst du hier in allen Ländern wohnen. Das könnte für dich interessant sein. Gerade die schwedische Staatsbürgerschaft ist ja recht beliebt als zweite Staatsbürgerschaft bei Deutschen. Sie ist auch ziemlich einfach zu bekommen. Der nächste Block in unserer Liste, die sogenannte Common Travel Area. Hier geht es um das Vereinigte Königreich und die umliegenden Inseln. Guernsey, Sark, Irland, die Isle of Man, Jersey und natürlich der United Kingdom selbst gehören dazu. Das heißt also, wenn du zum Beispiel den irischen Pass hast, den man ja erwerben kann, indem du in Irland lebst einige Jahre, dann kannst du auf all diesen Inseln hier leben. Hier ist ganz interessant, bei vielen der Staatenverbünde, die wir hier darstellen, ist es so, dass du tatsächlich hier ein Staatsbürger sein musst, damit du dich in einem anderen Land niederlassen musst. Das ist jetzt gar nicht mal notwendig. Das heißt, wenn du zum Beispiel den Pre-Settled-Status hast von UK, dann kannst du dich auf den ganzen Inseln niederlassen. In Irland ja sowieso, wenn du jetzt EU-Bürger bist, aber eben auch auf den kleineren Inseln, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Sark. Und die sind ja möglicherweise steuerlich sehr attraktiv. Kommen wir zu unserem nächsten Block, gehen wir nach Down Under, Trans-Tasman Travel Arrangement, TTTA. Du ahnst es schon, wer dabei ist, Australien nämlich und Neuseeland. Auch das wird hier für die wenigsten, die hier zuschauen, groß Relevanz haben. Aber wer weiß, vielleicht besorgst du dir irgendwann die Staatsbürgerschaft in Australien oder Neuseeland und dann kannst du auch im anderen Land dann leben. Jetzt kommen wir zu einem wenig bekannten Staatenverbund, The Compact of Free Association Settlement Bloc. Hier geht es um die USA und tatsächlich ein paar kleine Inseln, nämlich Mikronesien, Palau und die Marshall Islands. Diese Inseln waren bis vor wenigen Jahren noch nicht unabhängig, sondern komplett unter US-Kontrolle und sind aber nun alles unabhängige Länder. Aber eben grundsätzlich können Bürger dieser Staaten in den USA leben und US-Bürger können auch auf diesen Inseln leben. Da gibt es dann ein paar Restriktionen, aber das wird jetzt hier für die Zuschauer und Zuhörer hier keine große Bedeutung haben. Grundsätzlich ein recht unbekannter Staatenverbund mit relativ wenig Relevanz hier natürlich für uns. Kommen wir zum nächsten Block, die Eurasische Wirtschaftsunion. Da gehen wir dann in den Osten. Länder, die hier Mitglieder sind in diesem Staatenbund, sind Russland, Kirgisistan, Kasachstan, Belarus und Armenien. Wenn du also eine Staatsbürgerschaft in einem dieser Länder hast, dann darfst du auch in den anderen Ländern leben und arbeiten. Kommen wir zu unserem letzten Staatenblock, die sogenannte Comunidad Andina. Also hier geht es um die Anden in Südamerika. Die teilnehmenden Länder sind Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru. Auch hier gilt, was bei allen anderen gilt, hast du den Pass in einem Land, dann kannst du in allen Ländern leben, arbeiten und dich aufhalten. Zum Teil ist es recht einfach, hier diese Pässe zu bekommen. Vor allen Dingen, was bei den südamerikanischen Pässen der Fall ist, ist, dass du mit einem Pass eben einfach dann einen weiteren Pass auch bekommst in sehr kurzer Zeit. Ja. Deswegen kann es Sinn machen, einen südamerikanischen Pass zu erwerben, auch wenn dieser vielleicht nicht sehr gute Reisemöglichkeiten oder sehr viele visumsfreie Zugänge zu anderen Staaten ermöglicht. Also, das waren sie hier, unsere 10 internationalen Staatenbünde. Wenn du über deinen Plan B nachdenkst und dir vielleicht überlegst, eine weitere Staatsbürgerschaft zu beschaffen, entweder per Investment oder auch per Einbürgerung, dann ist es natürlich extrem hilfreich, solche Informationen zu haben und das im Hinterkopf zu haben. Denn solltest du jemals die Staatsbürgerschaft nutzen wollen, um dann in der Region zu leben, dann hast du dann verschiedene Optionen und nicht nur das Land, wofür du den Pass, wofür du die Staatsbürgerschaft erworben hast. Das gibt dir also mehr Optionen, mehr Freiheit und einfach auch mehr Möglichkeiten, was ja doch genau das ist, was du eigentlich bei einem Plan B willst.
Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, wenn du dir Gedanken dazu machst, was du für deinen Plan B machen kannst, wie du dich vorbereiten kannst auf Events, sei es jetzt hier ein großer militärischer Konflikt, eine Wirtschaftskrise, die Einführung von CBDCs, die nächste Pandemie oder was auch immer, wenn das etwas ist, was dich umtreibt und du möchtest dich jetzt vorbereiten, solange noch alles ruhig ist, in Anführungszeichen, so ruhig ist es ja auch jetzt noch nicht, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun genau das seit fast 20 Jahren, Mandanten dabei beraten, wie sie ihren Plan B am besten und wirkungsvollsten implementieren, weniger Steuern zahlen im Ausland, Vermögen aufbauen, Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen. Das sind also genau die Themen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.